Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde BioShock Remastered. Ja, wir gehen heute zum Markt. Das ist natürlich auch kein schlechtes Thumbnail-Bild, so, ne? Aber gut. Mein Energy ist alle. Und der war warm. Jetzt zum Ende hin. Das ist nicht so lecker. Gut, da sind wir draußen. Wollen wir nicht hin? Ja, genau. Weiter zum Markt. Und hier sollen wir alles bekommen. Julie, meine Liebe, ich versuche hier ein Geschäft zu führen. Wenn du unbedingt was von meinen Bienen willst, dann muss ich dir das Vergnügen ab jetzt in Rechnung stellen. Falls ich noch einmal rauskomme und dich hier bei meinen Bienenstöcken erwische, hole ich meine Schrotflinte. Und was deine Frage angeht, ja, meine Tage auf der Imkerschule sind lange her. Aber ich erinnere mich durchaus an die Sache mit dem Enzym, von dem du andauernd quatscht. Okay. Wir haben wirklich einen Big Daddy, müssen wir killen, okay? Was? Moment, das Wasser... Oh Leute. Ich habe übrigens auch nicht so viel Geld brauchen für den Markt, wirklich. Also an sich. Au! Oh ja, meine Alkohol gönnen, jawohl. Ah, ich habe überall geballert. Ich sehe halt nur nicht wo. Oh Leute. Oh, der ist teuer, da nehmen wir einen Autohacker für. Ja, hier würde ich glaube ich schon gerne so gut wie alle haben, weil ich kann mir gut vorstellen, dass hier ein paar viele Gegner kommen können. Und die sind eigentlich ziemlich nice aufgebaut, diese Türme und alles. Und dich da auch ausschalten. Wunderbar, wie toll bist du? Aber wir hacken mal wieder. An sich ist das Hacken ja gar nicht so kacke. Das ist nur relativ laut. Das macht das alles ein bisschen blöd. Zack. So, dann gehen wir hier mal ein bisschen rüber. Noch ein rüber. Noch ein und dann nach oben noch irgendwie. Genau so. Wunderbar. Okay. Deine Wurstfinger weg! Erledigt. Okay. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trudekühl drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet: Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Oh Leute. Okay, das ist vielleicht nicht so schlau, weil das Ding wahrscheinlich das halt auftaut. Okay, komm noch ein Stück weiter hier hin, weil ich habe hier gleich noch mal einen Dings-Turret, der auch geil ist. Oh lol. Oh fuck. Bam. Oh lol. Was? Wie? Wahrscheinlich haben wir der Turret mich von hinten erwischt. Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ja, easy. Yo. Ja. Doch. 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 Ich will dich doch nur retten, Mensch. Bitte, danke. Danke, dass du mir geholfen hast. Jetzt ab nach Hause mit dir. Schnell, bevor dir irgendwas noch passiert. Schnell rein da. Ich passe auch auf. Alles gut.
Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Ja, gute Nacht. Ja, hoch. Ja, wunderbar. Ah, haben wir schon eine gute Tat vollbracht. Wo ist die Waffe von ihm? Mit ihren langen Nadeln, ihren stimmlosen Liedern, ihren entsetzlichen Pflichten, ihren schauderhaften, frankensteinartigen Vätern. Ah, hier. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und des Schaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Ich kann mich hier so verstecken. Warten wir noch einmal, bis sie kurz rüber geht und dann holen wir uns die Kamera. Ja, voilà. Ja, komm, Autohacken, fertig. Kameras sind halt super geil. $30 machen wir wahrscheinlich wieder Gewinn, oder? Ja, zwar nicht viel, aber machen Gewinn. Hi. Was ist hier denn kaputt? Okay. Wir hätten da vorne noch einen Safe. Den habe ich vorhin aus Versehen die ganze Zeit gesehen, sag ich mal. Hier vorne irgendwo, wo ich dann immer zurückgelaufen bin. Ja, hier. $90. Okay, das ist ein bisschen teuer. Vielleicht kriegen wir es raus. So ein bisschen Roulette-mäßig. Stickstoff, okay. Das ist für diese Waffe, ne? Stickstoff, ey. Ich weiß ja nicht, wo Stickstoff gut gegen ist, aber wir rüsten ihn einfach mal aus. Okay, Stickstoff friert Gegner ein. Good to know. Money. Here comes the money. Money, 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 money. Okay, die Schrot kann ich nicht mitnehmen. Weil wegen voll. Bei der Katze laufen wir uns Dr. erstmal. Suchon, ich bin von Ihrem Vorschlag schockiert. Wenn wir die Struktur der Plasmide, die wir vertreiben, wie Sie vorschlagen, so modifizieren, dass die User dadurch anfällig für mentale Manipulation durch Pheromone werden, wäre es uns ja möglich, die Aktivitäten aller Einwohner von Rapture zu steuern. Der freie Wille ist das Fundament, auf dem diese Stadt aufgebaut ist. Allein der Gedanke daran, dies aufzugeben, ist abscheulich. Andererseits befinden wir uns ja im Krieg. Ginge es nach Atlas und seinen Schergen, würden sie uns nicht zu Sklaven machen, wenn sie könnten? Und was wird dann aus dem freien Willen? Nun, radikale Zeiten erfordern radikale Maßnahmen. Ey, chill nicht so rum. Runter mit dir. Das hat sich auf jeden Fall jetzt nicht gelohnt, mein letztes Item dafür jetzt rauszuhauen. Ich dachte, hier wäre irgendwas Cooles noch. Oh, da oben ist ein Verbandskasten. Hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht gefunden. Alles hier vergammelt, ey. Das ist aber ganz cool, dass die Sachen auch wirklich dann vergammelt hier sind. Und nicht einfach ganz gechillt, so ganz normal alles ist. Das ergibt ja eigentlich wenig Sinn. Hi. Ich kann halt nicht viel machen, das ist mein Problem, weil ich halt kein Item habe, also kann ich meine Dingsfähigkeiten nicht benutzen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, ne? Da soll ich lang, dann gehe ich erstmal hier hinten lang. Dann gehe ich jetzt erstmal hier lang. Wahrscheinlich ist das so gedacht, wenn man jetzt, wie ich jetzt kein Item mehr hat, dass man jetzt eigentlich anfangen... Oh, jetzt habe ich mich geheilt. Dass man jetzt einfach anfangen sollte, bei den Märkten sich die Scheiße zu kaufen. Hier kaputt, Alter. Oh nein, ich habe den Big Daddy jetzt angegriffen, dass ich aus Versehen, ne? Ist das, was du willst? Niemand rührt mich an! Ist das kalt?
Machst du auch Damage? Wie lange ist er denn eingefroren, Alter? Das ist mein Leben, nicht deins. Das ist für immer eingefroren? Ich will den jetzt kaputt hauen. Aber hör auf mich abzuschießen da hinten. Auch wieder, dass er super viel Energie und so kostet, ne? Ich bin ein Star! Okay. Wo ist der Arsch? Ich bring's total. Wir hauen einfach einen Big Daddy kaputt, Leute. Wir hauen einen Big Daddy mit der ganz stinknormalen Axt hier. Ne, mit der Rohrzange kaputt, Alter. Lol. Das war jetzt unfair, Alter. Wir haben ihn fast tot gehabt und dann sowas. Fuck, ich bin down. Aber die kriegt ja nicht die Dings. Die, wie heißt das? Meine Kamera, aber die ist geil. Kamera ist super geil. Muss da schnell hin, ne? Kümmert euch um den Big Daddy, Boys. Können wir jetzt kaputt hauen? Ich meine, die Dinger schießen ja auch mit drauf. Abhall. Will ich gar nicht. Noch ein bisschen einfrieren hier. Guck mal, hier. Da ist ein Gegner. Kannst du den auch texten? Vielleicht kann man die auch gar nicht so töten, dass das vom Spiel her ist, dass die automatisch dann wieder wach werden nach der Zeit. Also kurz bevor die kaputt gehen. Ja, krass, wie lange das Ding eingefroren ist, ne? Ja, komm schon. Ich will ihn kaputt hauen. Wir haben einen Big Daddy kaputt geschlagen. Das ist halt schon ziemlich cool. So, wir hatten doch irgendwo jetzt gerade auch ein Safe geknackt, wo Dings drin ist, oder? Die Schickstoffmuni, oder habe ich das schon irgendwie verpeilt? I don't know. I don't know. Zurück ist das Heim. Schenken Sie Ihrer Kleinen in schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Kinder sind schließlich Raptures Zukunft. Oh Leute, da war Alkohol. Got seen everything. Okay, jetzt wieder. Ah, alles kaputt schlagen hier. Tadam. Vielleicht, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Hi. Vielleicht kommen auch diese Sicherheitssysteme. Vielleicht muss man die einfach nur einfrieren, damit die dann fertig sind. Wow, lol. Was war das denn? Ja komm, $71 hätten wir das Ding. Oder einfach von allen was. So, Wunderbärchen. Haben wir jetzt wieder einen Teil von dem, was wir brauchen. Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten.
Ich will schlafen. Da ist irgendwo einer. Ich will einfach nur noch schlafen. Einfach mal so reinballern. Vielleicht ist da irgendwer. Heute beim Spazierengehen traf ich zum ersten Mal auf zwei von ihnen. Er, ein schwerfälliger Taugenichts in einem stinkenden Taucheranzug. Und sie, eine ungewaschene Göre in einem verdreckten rosa Kittel. Sie hatte eine ungesunde Gesichtsfarbe, grün und morbide. Ihr Verhalten war auch alles andere als angenehm, als ob sie gar nicht an diesen Ort gehörte, an dem wir leben. Ich weiß, dass Kreaturen wie diese gebraucht werden. Ich wünschte nur, sie hätten ein angenehmeres Äußeres. Du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Ich bin der Herr, Bitch. Ich bin hier der Oberherr. Eines der Mädchen kam und setzte sich auf meinen Schuss. Ich habe sie weggestoßen und geschrien: Hau ab! Ich sehe, wie ihr das Adam grün und dickflüssig aus dem Mundwinkel quillt. Die dreckigen Haare, die ihr ins Gesicht hängen. Die schmutzigen Klamotten. Und dieses tote Glimmen in ihren Augen. Da empfinde ich Hass. Wie noch nie zuvor in meinem Leben. Bitterbösen Zorn. Ich kann kaum atmen. Und auf einmal wird mir klar, dass es nicht das Kind ist, das ich hasse. Okay. Oh Leute, jetzt kommen wir hier oben raus. What the heck? Okay, damit habe ich jetzt eigentlich null gerechnet. Oh, hi. Wir können mehr diese kleinen Secret-Geheimgänge finden, Alter. Das ist richtig geil, wenn die findet. Freut man sich. Nö. Warum kommst du nicht ins Warme? Oh, irgendwo schon wieder Feinde hier am Start. Gucken wir uns hier oben noch eben um und dann folgen wir dem Pfeil einfach ganz stumpf weiter. So. Alarm deaktivieren, $20. Ja, nö, warum? Ist nur meiner. Ist das, was du willst? Oder? Hacken. Ah, komm. Komm mit mir, mein Freund. Ja, außer wenn du den Big Daddy angreifst, dann bin ich echt mad auf dich. Da lang will ich. Da ist mich einer. Schieß! Was ist das? Feuer! Runter von Feuer? Wo? Das hat ja fast geklappt hier. Okay, dass er irgendwie alles so ein komplexer ineinander hängt. Hey Mary, gehst du Ist aber okay. heute Abend? Ich habe gehört, dass die Ryans Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Das ist zu gefährlich. Muss ich hier Hast du lang? nicht gehört? Atlas Banditen sind überall. Code eingeben. Ist hier vielleicht dieser andere Code, den ich mir mal aufgeschrieben habe, irgendwie nützlich? Die 7537. 7537. Wetten, ich krieg da den Schubstock und sterbe dadurch. Falscher Code. Hacken. Okay, ich wollte mir eigentlich mal angucken, wie das aussieht. Aber das ist halt einfach genau das gleiche wie sonst auch immer. Schade. Ich dachte, hier wird auch ein bisschen was geändert werden. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Wo der nach oben geht? Ja, genau der hier. Jetzt der da und dann nehmen wir den hier. Der ist gut. Hacken erfolgreich. Ey, das war viel drin. What the fuck? Oh, Alter, hast du mich erschrocken. Ja, wir nehmen uns mal einen Heilungsding. Hi. Okay, dann gehen wir doch mal dahin, wo wir wahrscheinlich hin müssen. Mach die Sache nicht unnötig schwerer. Sei verflucht. Bam, Junge. Au, mein eigener Dings hat mir wieder mehr Schaden gemacht als die Gegner an sich. Immer ein bisschen super optimal. Es wäre cool, wenn die einen gar keinen Damage machen. Da gibt es halt nicht viel Sinn, aber das ist trotzdem cool. Also es sind die Dinger zum Ausmachen von dem Dings einfach da. So. Rechtschaffenes Rapture. Meine Bienen! Jedes leckere
Au. Zentralradium gegen jeglichen Wassereintritt. Bienchen. Aua. Ist okay. Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja. Fontaine reibt sich die Hände. Ja. Okay, ich brauche irgendwas, damit die Bienen mich nicht nerven. Oh Herr, ich hab dich für Geld verraten. Und was hab ich jetzt davon? Also so kann ich anscheinend hier rumchillen. Ich muss nur auf die Bienen aufpassen. Ich darf auf jeden Fall nichts von denen untersuchen. Raumstation benutzen. Da kann ich rein theoretisch auch in den Bienenhäuser reingucken, oder? Bist du damit zufrieden? Das ist mein nicht dein. Okay. Schnell alles mitnehmen hier. Mein Dad hat es Ich weiß nicht, wie lange die Bienen safe sind, also wie lange die nett sind zu mir. Bam. Oh. Schnell hoch. Also gut, dass die Bienen da unten jetzt wieder ein bisschen angepisst sind. Oh lol, das da oben habe ich gar nicht gesehen, Mann. Aua, ist ja okay. So, einmal kurz chillen hier. Uah. Hier haben wir noch was. Oh Mann. Okay, ich töte die einfach alle Nahkampf. Easy going. Ich brauche gar keine Waffen. Achso, dann ist die Tür auch zu. Ich muss nochmal da rein, glaube ich. Das ist aber auch ein cooles Thumbnail, so, ne? Alles voll mit Bienen hier. So. Sollten ja langsam keine Gegner hier mehr kommen, oder? Also hoffe ich mal. Komm, für 30 hacken wir das Ding einfach. Lassen wir das machen. So, hier noch irgendwo was. Hier noch irgendwo was. bring dich schon noch zur Strecke. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Und raus, 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 raus. Jetzt gucken wir hinten noch einmal und dann will ich in den anderen Raum da hinten noch rein. Und zack. Schnell rein hier. Hier noch eben einmal die durchgucken, die ganz letzten hier. So, hier einmal noch. Zack, zack, zack. Hier ist nirgendwo was. Wunderbar. Oh, lol. Okay, brauchen wir aber nicht von. Oh oh. Ich muss da raus, ich muss da raus, ich muss da raus. Easy. Ah, fuck. Ich wollte da jetzt eigentlich hin. Okay, machen wir einfach noch mal eine Runde hier. Ist es das, was du willst? Versuchst du es mir besonders... Ein Synchro-Dings da. Haben wir hier nicht auch so einen Automat zum Herstellen? Weil dann kann ich gucken, ob ich genug habe. So. Das wäre ziemlich nice. Aber ich glaube nicht, ne? Ah, hier haben wir auch noch was.
Oh mein Gott. Ja, da unten müsste doch eigentlich rein theoretisch schwippen, oder? Ich befolge alle Seiten. Ja, wegen den ganzen Bienen. Also eigentlich müsste der voll auf den Sack bekommen. Aber kriegt er halt aber nicht. Das ist voll unfair. Bam, Junge. Oh nein, ich habe wieder E gedrückt, weil ich dachte, ich kann damit was untersuchen. Och Mann. Ich hoffe, ich habe es genug übrigens. Da hinten ist ein Clown. Ich weiß nicht, was ich brauche. Kann ich das nicht auch deaktivieren, die Dinger? Ich will da raus. Lass mich raus. Bei dem G ist weg. Ach nee, doch, da ist es. Ah, die kann ich jetzt auch untersuchen, ohne dass ich Damage bekomme. Okay. Der ich brauche ich nicht. Da können wir mal reingucken. Das Ding ist interessant. Ah, genau, muss ich dafür eins. Dann hau ich mir hiervon noch einen rein. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, Kenn ich schon. Danke. Und dann einmal hier hin. Einmal kurz dazu holen noch. Den will ich nämlich rausnehmen. Für den Bienenschwarm, glaube ich. Der ist ganz cool. Uah, die Hand, Alter. Der Parasit verbreitet ständig Ich brauche ein neues Thumbnail. Fontaine ist tot. Rapture Mit der Hand dazu, Alter. Das ist ja... Uah. Also wenn das als Thumbnail genommen wird. So spricht bloß keine Bienen! Ah, bloß das nicht! Ah, Alter, ey. Muss ich die auseinandernehmen. Ah, warum ich? Ich bin der Herr der Bienen. Wieso tragen Sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von Ihnen daran, wie Sie einmal ausgesehen haben. Und Sie schämen sich. Oh, da ist eine Kamera. Hacken. Fuck. Ich bin dämlich. Ich habe halt auf die Dings gewechselt. Oh, hi. Auf das hier gewechselt und habe die 1 gedrückt. Aber auf 1, ich kann ja nicht auf 1 rüber wechseln. Ich muss auf F1 drücken. Hi. Das war mein großes Problem gerade. So, ich will da hinten wieder hin. Ich will nämlich, die Kamera habe ich schon, das ist ziemlich nice, aber ich will den Automaten natürlich auch. Ist ja ganz klar. Hallo? Was zu sagen, Alter, willst du mich verarschen? Alles mitnehmen, in der Hoffnung, dass ich ein bisschen Leben dadurch wieder kriege, Alter. Sollen wir vielleicht mal reinmachen, dass ich durch Essen und sowas auch mehr Leben bekomme? $30 in Safe hacken, das ist ja nichts. Es war jetzt teurer gewesen, das heilen, aber egal. Hast du gehört, dass Andrew Ryan die Leitung von Fontaine Futuristics übernommen hat? Es ist zum Kotzen. Immer mit der Ruhe, junge Dame. Tut mir leid, Jim. Ich bin einfach verärgert. Wir sind nach Rapture gekommen, weil wir die Habe ich irgendwo noch so Roboter oder so, die ich haben kann? Druck auf die
privaten Geschäftsleute ausüben. Nee, ne? Hast ja recht, Mary. Aber Andrew Ryan hat nicht einfach die Leitung übernommen. Der Regierungsrat behält sich nur bis auf Weiteres die Verwaltung von Fontaine Futuristics vor. So lange, bis Frank Fontaine sämtliche Verbrechen an den Bewohnern von... Die Kinder müssen voll, lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben. Es sind immer noch Kinder. Sie spielen und singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Kann man da eigentlich so einen Trap machen? Nee. Bam. Aber die ist halt einfach gespawnt, ne? Das meine ich ja. Dass die Gegner einfach überall und so nachspawnen und wieder spawnen und spawnen. Telefon benutzen? Was das? Au. Ja, das Tunikum da oben haben. Oh ne, das war gar keins. Warum habe ich diese Musik? Warum? Erzähl es mir. Rapture ist beim Teufel. Wo soll ein junges, hübsches Mädchen wie ich bloß hin? Nein, ich werde dich mit... Easy. Na gut, ich habe natürlich das große Problem, dass ich so gut wie kein Leben mehr habe, ne? Oh, wir können das Ding eigentlich herstellen. So wie sich das anhört, was du da gebastelt hast, schätze ich, du bist der stolze Papa eines nagelneuen Lazarus-Vektors. Leg den Vektor an eine Vorrichtung, die zentrale Befeuchtungsanlage genannt wird. Dann stimmt die Luft in dem Laden wieder. Okay. Hast du schon alle Bestandteile des Lazarus-Vektors gesammelt? Wenn ja, dann such dir am besten eine Werkstatt und setz ihn zusammen. Und dann geh zurück in Langfords Labor und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage. Das müsste den Nebel eigentlich wegpusten. Gut, dass die Dinger in der falschen Reihenfolge kommen. Okay. Ich kann das Telefon benutzen. Also so ist ja nicht, ne? Also das Telefon will ich auf jeden Fall noch benutzen. Wahrscheinlich auch komplett drunk, aber ist ja egal. Ui, Telefon. Wow, da würde ich auch hingucken, aber ich sehe nichts. Ich sollte aufhören, so viel zu saufen, Alter. Drunk als Telefon. Ach ja, die Telefone kann man ja irgendwie nicht wirklich benutzen, ne? Aber dann hat man sie im Salzteich gefunden. Okay, die Tuse hört sich so nah an, aber sie ist so fern. Oh, doch nicht. Sie steht mir zu. Wichser. Tschüss. Hi. Ich will hier nochmal reingucken. Oh ja, 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 ja. Oh. Hält die Forschungspunkte bei einem Fotografie erzielt. Okay, das ist natürlich geil. Ich glaube, ich mache den Elektroschlag mal weg. Weil der Elektroschlag mich schon ziemlich oft fast gekillt hat irgendwo. Oh lol. Das ist unfair. Komm her. Hi. Fuck, bin down. Das ist halt ätzend da drin. War voll eingefangen. Eingesperrt, nennt man das. Aber ist gar nicht so schlecht, weil dieser Elektroschlag hat schon öfter aus Versehen den Big Daddy aktiviert. Was halt nicht so geil ist. Hi. Wie über euch! Oh, da haben wir noch so ein Drink-Ding. Oh, Waffen-Upgrade, jawohl. Dann gehe ich diesmal auf jeden Fall hier auf diesen automatische Hochladung machen dich eine immun. Was? Hololadung machen dich deine eigenen, achso, mein eigenen, ich dachte allgemein. Mehr Damage auf jeden Fall.
Gut, dass ich gestorben bin. Ich glaube, das wäre hier nicht hingelaufen. By the way. Okay. Und da kann auf jeden Fall ein paar Big Daddies killen mit diesem Granatwerfer jetzt. Oh, eine Kamera, die will ich haben. Da vorne. Da können wir nicht rum. Das habe ich gehört. Oh. Nein. Keine Ahnung, was sie mit dir machen, wenn sie dich finden. Niemand kann mir ein Meins. Einfach gekauft. So. Ah, hier hätte ich natürlich auch voll fett hier reinballern können, ne? Natürlich alles easy dann gegangen. Wo bin ich, Alter? Ah! Das ist der komische Raum. Ja gut, Leute, au. Ja, der Part jetzt eh schon rum ist, sag ich mal. Würde ich sagen, wir beenden den Part hier und werden dann einfach wieder dieses Ding uns anhören. Und das wird sozusagen das Ende der Folge sein. Das heißt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und über einen Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer KleenerTom. Und das ist die letzte Spule. Da haben wir auch in dem Level alles. Und Film ab! Ach ja, los. Nailing the perfect marriage of story to gameplay is a science that many developers still struggle with today. BioShock has left an indelible mark on gaming narrative that can be seen and felt in Wait, what? Ich habe gerade aus Versehen das Dings gedrückt. Das Overlay, und wenn man das macht, dann ist das Kacke mit dem Film. Okay, aber jetzt. Nailing the perfect marriage of story to gameplay is a science that many developers still struggle with today. BioShock has left an indelible mark on gaming narrative that can be seen and felt in many modern releases, but Irrational's motto remained from the beginning, don't start with the story, start with the gameplay. A lot of fans probably wonder about the process you go through in writing the story and the design for a game like BioShock. You've talked about how it evolves over time and what eventually ships is very different than your initial vision. Do you guys write like a script or a design document for the game and that becomes sort of the Bible that everyone drives towards, or do you iterate much more? It's different for every game. Like System Shock 2, I went back to it recently. I wrote a design document, and we started that project in September, and the design document I saw was dated like October or something. So in a month, I wrote the design document, and it didn't change. A lot of it, got expanded upon, but the basic design really didn't change on that. Where on BioShock, I think it evolved in real time much more. We had a pretty substantial design shift, like a year before the ship date. For BioShock? BioShock, yeah. It got to be much more about the experience of being in Rapture than about being in your character sheet. And so the game evolved more towards that experiential kind of thing and making sure every idea was expressed in the world as well as just on your character sheet. So before you'd have a lot of things like, oh, I'm doing fire damage or electrical damage, but that was sort of a number flying off ahead versus, the whole notion of there's barrels and you light them on fire and then you can pick them up and throw them. But you'd have stats coming off characters and all that stuff? Much more so. Oh, really? And that evolved, we did a design shift, but I don't know how well that got documented. I think we were moving so fast that we were just sort of changing things, laying down the tracks as we went right ahead of us. And the same with the screenplay, the screenplay there is no screenplay. It's a bunch of probably Excel files and fragments of Word documents that I'd write, and I'd go to recording sessions and I'd rewrite on the fly once I hear the actor perform, because once the actor takes on it, you listen to their voice and you say, what you wrote doesn't really matter. What is the right thing for this actor playing this role to be saying? So I tend to do a lot of rewriting in the session, and then you have a bug late at night where somebody says, oh, this doesn't make any sense, and you're like, oh God, and you have to write a new audio log and try to get the actor back in, or you figure out what's the best way to get this idea across? Yeah. And is it an audio log? Is it a poster on the wall? Is it a piece of text that pops up on the screen? That's always dependent on how much time you have and what actor availability is. So
the plans sort of fall apart. I think we've worked on that a bunch since on the new project we're working on, where we're trying to document things a lot better and keep things a lot more logical. But the train was running so fast on BioShock that we just sort of. I mean, early on we got the Andrew Ryan scene in, like we'd said before, and that was kind of like the keystone. Like, we're going to put a lot of work into this, so this can't change. Everything that happens before or after that don't really involve a lot of departments working together to make a scene, those things are very malleable. And if you need to change audio logs to represent a story, if you need to add lines or take away lines, that's very doable. And I think for a while we even had like text to speech. We even did that, I remember for Infinite with Booker and Elizabeth and other dialogue, and that really didn't work very well, because you'd have these dramatic scenes, and it'd be like, Elizabeth, we need to go to Comstock, and it just, it was almost had no value as far as I was concerned. Atlas radioed on ahead. Says you were looking for an invite to the fisheries. Nuts, I say. But if you heads up to the Wharf Master's office and find old Peach a research camera, maybe I could manage an invite. Ken has so much of, these games in his head, and you're sort of, you can keep it all straight, or try to, with all the different things and changes. But from the team perspective, Sean, I mean, because this is evolving and Ken's thinking in his head about how this all ties together, how does the team sort of keep up with, what the whole game is going to look like? There's a lot of specifics that can change. For instance, Atlas used to have a Southern drawl. Right. And then, we recast to the Irish. And we actually cast an actor, wrote the lines, did the whole thing, and realized that people hated that character and distrusted him from the first start. So we had to rewrite him, recast him, redo everything. Yeah. From a team perspective, you kind of get a sense on which things are going to be really volatile and that you probably want to push off till later, because if you work on it now, it might change. Larger themes don't tend to change too much, meaning we knew we were in Rapture, we knew we had Big Daddies, we knew we had Little Sisters, we knew we had Splicers, we knew what the arc of the story was about Jack coming into Rapture, and the specifics of this radiolog versus that radiolog didn't really affect anyone outside the audio team at that time, because we could still build the environment. We still knew what the environment was. We still knew what the animations were. There are areas you learn just by working in the same space for a while that this scene, I'm not touching this yet because I know that it's going to get changed a lot. I think these themes are pretty nailed down, so I'm going to focus the team on getting these things done. I won't leave you twisting in the wind. We're going to need to draw her out of hiding, but you're going to have to trust me. The audio logs were, a great part of the game, and something that if you're a true fan, I mean, people really go in and listen to those and piece that all together. But I imagine there's a lot of work that goes into deciding, well, this is better for an audio log versus game dialogue, and there's the act of sort of cutting back and sort of saying, we need to be clear about what the narrative is for the game. What was that process like? I mean, the audio logs, were there things you added at the end, or were those, ideas that you had for the game, but then said, hey, maybe we'd demote these a little bit and make them audio logs? As Sean was saying, there's sort of a hierarchy of expense that you have to face, and so any ideas you have to get across, especially as you start playing the game, you realize, well, this doesn't make sense, that doesn't make sense. You have to figure out how you can introduce that idea. And generally, as the train is moving, you try to think of cheaper and cheaper ways to get those ideas across. If it's less important, it goes to an audio log. If it's less important, it goes to a poster on the wall. Well, there's also characters that you can bring in that have audio logs that aren't. Atlas, Tenenbaum, those are your big ones. You can bring in somebody to do a short, a few different audio logs. It's a character that some players may not even find, but it adds a little bit of depth to Rapture. And it also, usually each character generally is about a certain idea, and we don't just sort of come up with characters like we have an idea problem that we need to solve, and so let's introduce a character who's this guy, and he will be the guy who sort of shepherds you through that idea. Julie, my dear, I am trying to run a business here. You want to spend time with my honeybees? Well, I'm going to have to start charging you for the pleasure. If I come out one more time and find you lolling out there amongst my hives, I'm grabbing my shotgun. As to your question, yes, my days in beekeeping school are a blur. But I do seem to remember something about that enzyme you keep blabbing on about.
So as you're going through the game and, you know, writing things, rewriting things, were there things with the original BioShock that you've always been surprised that more people didn't pick up on, or was there something that, you know, a connection to a character you thought was really going to resonate with people, which, you know, didn't? Anything like that? No, it's the opposite. I was amazed. I don't know how you felt, but I was amazed how many people connected to the Would You Kindly stuff. Because I think it was a real, when I wrote that speech, I don't think anybody on the team was like, oh my God, this is like really this or that. And I don't think I really had any sense that people were going to connect to it. I think we ended up sort of over time finding more ways to support the notion throughout the game. Yep. And I don't think I really, until I heard Pat put together the revelation moment, you know, where it's like, you know, where you had all the bits that Atlas had said to you in the past building up, and then there was a visual that went along with that. That's when I realized it was going to be a really powerful moment. But even so, I still was, did I think people were really going to connect to it or really even understand it? Because it's pretty out there. And that it was meta commentary too. I think that completely, like, I think I thought like, oh, it's kind of meta, cool. But people connected to it in a much bigger way. Yeah, the choice and everything, and also just, you know, being able to kind of roll back and think of all those other moments throughout the game. And so, you know, a great revelation like that, they're few and far between in games where you sort of like, then you want to play it again, you're just like, oh wow, really, that does all make sense, right? Yeah, I mean, I think as a team, we were definitely proud of what we had done. But up till that point, you know, SWAT 4 was the biggest game that we worked on, and we had no expectation of that anybody would pick this up. Or even like BioShock cosplay. I remember the first cosplay I saw with a guy in the Big Daddy suit, and his little daughter was in the kitchen cabinet. I think that was the first one I saw. I was like, what? Whoa, people know this stuff? That's insane. Yeah, people were building these outfits, and you know, that only expanded with Infinite. I mean, that sort of went crazy with Infinite, with people cosplaying Elizabeth and Lutesses and Booker. It meant a lot to people, and I don't think that's something we ever saw coming, and we're deeply grateful for it, because it's one thing to make a game and get good reviews and stuff like that. It's another thing to have things that people are having their weddings themed around it, and their tattoos and naming their children after characters. You can't plan for that, and I think the only way that could happen is if you just make something that you're deeply in love with and passionate about. I can say we were. It was something there's a lot of passion on the team about, but we didn't know people were going to take away what they did. Would you kindly? Would you kindly? Powerful phrase. Familiar phrase. Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find it? Would you kindly find it? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Part of the challenge with that, though, is when people love fiction so much and they dive into, you know, every word written in every audio log and try and connect all the fiction, make sure it all makes sense. Are there any things from that game that you sort of look back and say, like, oh, wow, like we didn't explain this and we should have, or things that fans have misinterpreted over the years? There are things we think that we did that should have or shouldn't have been in the game. Like I was never a fan of having two endings, and I think that's what the publisher was asking you to sort of have a. That was the one thing that 2K, and they were very hands off. That was the one thing they insisted on, and it's not something I really thought was a good idea, because they're still limited, even though they're multiple, they're still limited. And so that was something that we ended up doing. One of the endings was far better than the other one. I mean, it's clear that I was much more interested in the happier ending with the little sisters than I was with the nuclear submarine ending. I'm sure part of it was the idea that, you know, if this game is, if you're making a choice throughout it, I'm sure when some people are like, oh, well, then it has to be a payoff, right? Right, except the game was really about lack of choice. Not being a choice. So that always struck me as a tension that was weird, but, you know, look, at the end of the day, they were putting up a lot of money, and, you know, so I can't really complain. They weren't dictatorial at all during the development, so that was the one thing, but that's a game that I wouldn't have put the boss battle in, the final boss battle. Like, we seem to end up doing that over and over and over again. Every time we start a project, I'm like, I'm never going to do that again. We're never going to do that again, and we end up doing it. Right. We're not good at boss battles, and that, you know, you're fighting that guy, and look, this is the naked dude. It just doesn't work. Totally makes sense. And it works really pretty well up till then, but then it doesn't. It just doesn't work. That boss battle's silly. Okay, also. Ganz ehrlich, ich finde diese Cutscenes ein bisschen schwierig, weil
Ich persönlich weiß jetzt, dass es eventuell 2 Endings gibt. Und dass es einen Bosskampf gibt. Aber gut. Das werden wir alles noch herausfinden und so. Ich würde einfach sagen, falls euch der Part heute gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und über einen Kommentar freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Tom. Ciao, ciao und bye, bye.